Herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Vegane Kommentare kommentieren. Los geht's. Oh Gott, der Veganer und Vegetarier merkt nicht mal, wie er redet. Ist schon lustig zu beobachten. Geht euch begraben. Hätte euch gerne mal im Mittelalter gesehen, wo es so gut wie nur gefangene Tiere gab zum Fressen. Da gab es keine vegane Kost. Aber jetzt, wo es sie gibt, seid ihr die Helden des Tages. Das Mittelalter. Eine graue Zeit. Eine wilde Zeit. Fast überall, wo man hinsieht, gibt es nur gefangene Tiere. Die Menschen, sie müssen sie essen. Weil zu dieser Zeit war Obst, Gemüse und Getreide noch nicht erfunden. Das wurde nämlich erst in der Neuzeit entdeckt. Merkt ihr den Fehler? Lass es Hirne regnen. Ich finde es traurig und schlimm, dass jetzt alle irgendwie auf diesen Vegan-Trend einsteigen. Ich meine, da gibt es Leute, die haben gar nichts zu essen und da eiern manche rum wegen ein bisschen Milch oder Eiern. Nur mal so zum Nachdenken. Erstens, Veganer eiern. Sicher nie rum. Okay, der war echt schlecht. Nur mal so zum Nachdenken, könnte es theoretisch nur möglich sein, dass es sogar eine Verbindung gibt, eine Korrelation zwischen zu viel Fleisch essen und hungernden Menschen? Alleine in Deutschland werden jedes Jahr 750 Millionen Tiere umgebracht und bis zum Tag ihres Todes müssen die natürlich irgendetwas essen und die essen Pflanzen. Und diese Pflanzen, die müssen irgendwo angebaut werden. Dazu braucht man sehr viel Landfläche. Das heißt, man braucht sehr viel Landfläche, damit man dann den Tieren etwas gibt, damit man ein bisschen Fleisch aus den Tieren rausbringt. Ein ziemlich ineffektives System. Man könnte aber auch einfach gleich die Pflanzen essen, anstatt so viel vor Tieren zu geben, damit man Fleisch bekommt. Und dadurch hätten viel mehr Menschen etwas zu essen. Ja, so ist das. Nur mal so zum Nachdenken. Krebs ist die Folge einer veganen oder vegetarischen Ernährung. Der dadurch versuchte Vitamin B12-Mangel führt zu Schäden beim Kopieren der DNA, weil Vitamin B12 für die Herstellung der Bausteine der DNA benötigt wird. Haben Sie diese Schäden gehört, kann es irgendwann in besonders teilungsunfähigen Gewebe zu unkontrolliertem Wachsen kommen. Veganer bekommen also alle den B12-Mangel und sterben dann irgendwann an Krebs. Warum hat mir das niemand gesagt? Ich weiß es. Es stimmt nicht. Wenn man genug B12 zu sich nimmt, entweder direkt oder indirekt über das Tier bekommt es meistens auch künstlich, dann hat man keinen B12-Mangel. Weder eine vegane, noch eine vegetarische, noch eine omnivore Ernährung ist schuld an irgendwelchen Krankheiten. Wenn schon irgendeine Ernährung an irgendwelchen Krankheiten schuld sein soll, dann immer eine unausgewogene Ernährung. Irgendwas fehlt und irgendwas ist zu viel drin. Also Schluss mit der Panikmache, nur weil man ein Sojaschnitzel isst, wachsen einem keine Tumore. Hier wird ständig von Moral und Ethik gesprochen. Ist es nicht unethisch und unmoralisch, dem Tier den Grund seiner Existenz zu entziehen, nämlich als Nahrung zu dienen? Damit wird es seinem Sinn und dem Zweck seiner Existenz beraubt. Es existiert nur der Existenz wegen, denn im Gegensatz zum Menschen sieht es keinen Sinn im Leben. Das ist wahrlich unethisch und unmoralisch. Es wird darum betrogen, einen Beitrag in die Natur zu leisten, aus reiner Selbstherrlichkeit und reinem Egoismus mancher Veganer. Der Mensch kann sein Leben betrachten und steuern, das Tier nicht. Die Aufgabe eines Kalbes im Leben ist es nicht, als Nahrung für den Menschen zu dienen, genauso wenig wie es deine Aufgabe ist, so saudämliche Kommentare im Internet zu schreiben. Nur weil ein Schwein keinen Philosophie-Stammtisch ins Leben ruft, heißt es nicht, dass es keinen Sinn im Leben sieht. Was ist außerdem der Sinn? Ich spiele dir mal ein Lied vor. Der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Der Sinn des Lebens ist Leben. Zwischen Nehmen und Geben, Karma. Okay. Der Sinn des Lebens ist Leben, das war's. Da kommt auch nichts mehr dazu. Dass ein Tier sein Leben anders lebt und steuert wie du, anders steuert wie ich, das ist klar. Das Recht, aber das Leben eines anderen Lebewesens zu nehmen, nur weil es eine andere Spezies hat und nur weil man es essen mag, das ist vielleicht unethisch und unmoralisch, aber nicht, wenn man es nicht tut. Kennst du das Wort Täter-Opfer-Umkehr? Das machst du gerade. Klappt aber nicht. So, nun zum Finale. An alle Jäger, die Tiere töten, um Fleisch zu essen. Schämt euch. Geht doch einfach in den Laden und kauft euch euer Fleisch, das dort gemacht wurde. Da werden wenigstens keine Tiere getötet. Echte Ethik, liebe Nicht-Veganer und Veganer, ist es, im Supermarkt eingeschweißtes Fleisch zu kaufen. Weil das kommt von einem wunderschönen Ort. Ich stelle ihn mir Pink vor. Pink Fluffy Unicorn. Und da leben lauter glückliche Tiere, die irgendwann durch einen Lachanfall umfliegen, um ihrer Bestimmung nachzukommen, nämlich Fleisch zu werden. Da wird nie jemand umgebracht. Nie. Hört ihr? So, das war's für heute. Ich bin durch. Sollte euch das Video gefallen haben, dann teilt es doch mit euren Freunden, gebt einen Daumen nach oben und vielleicht habt ihr die anderen Episoden noch nicht gesehen. Ich habe euch den Link zu den anderen Episoden in die Infobox gepackt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt brav, bleibt wachsam. Tschüss!